So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Channel. Ich hoffe, die Einstellung des Bildes ist mir jetzt einigermaßen gelungen. Ich musste das Video gerade nochmal drehen, weil ja, die Lichtquelle etwas ungünstig war und ich einen großen Schatten auf dem Bild hatte. Naja, nichtsdestotrotz herzlich willkommen zum ersten Video. Heute möchte ich euch meinen letzten Neuzugang vorstellen, und zwar ist das eine Casio G-Shock und dazu nicht irgendeine Casio G-Shock, sondern das Jubiläumsmodell komplett aus Stahl. Ist jetzt schon einige Zeit auf dem Markt. Eigentlich wollte ich ein komplettes Unboxing der Uhr drehen, war dann aber doch zu ungeduldig und habe sie schon vorher ausgepackt. So kam sie aber tatsächlich auch an. Sie sitzt jetzt etwas eng hier auf diesem Kissen, weil ich das Band schon gekürzt habe. Ich musste, ich glaube, 4 oder 5 dieser Glieder hier entnehmen, damit sie mir dann gepasst hat. Ja, im ersten Moment fand ich es ein bisschen schade, dass die Uhr nicht besser geschützt wurde. Also sie ist ja natürlich sehr weich ausgelegt in der Box. Das ist hier alles, ja, Schaumstoff, der jetzt auch keine Kratzer verursachen dürfte. Trotzdem haben wir es hier natürlich mit, ja, wie wir gleich noch genauer sehen werden, wirklich sehr hochglanzpolierten Elementen zu tun bei dieser Uhr. Und ja, da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr Schutz, vielleicht eine Verklebung und noch eine Folie um die drumherum gewünscht. Aber die Uhr ist zum Glück unbeschadet bei mir angekommen. Packen wir hier mal weg, die Box. Ist ja auch nicht so spannend. Genau. Wir haben hier, muss ich nochmal nachschauen, weil die Modellbezeichnung doch immer etwas wild ist. Wir haben hier das Modell GMW-B 5000D-1ER. Genau, der UVP-Preis beträgt aktuell 549 Euro für dieses Modell. Und die Uhr hat folgende Funktionalitäten, wie man hier auf diesem Hangtag noch ganz gut sehen kann. Sie ist schockresistent, wie die allermeisten G-Shock-Modelle, bietet einen Funksignalempfang für die Region Japan, USA, Europa und die größten Teile von China. Wie es hier steht, sie hat eine Solarzelle integriert, sodass der Batteriewechsel wie bei anderen Quarzuhren obsolet wird. Eine Besonderheit dieses Modells ist, dass sie über eine Bluetooth-Funktion verfügt, womit sich die Uhr mit dem Handy koppeln lässt. Welche Funktion das genau bietet, darauf gehe ich später nochmal ein bisschen detaillierter ein. Dann hat sie natürlich auch die bekannte Stoppuhr, eine Hintergrundbeleuchtung und eine Weltzeit. Außerdem gibt es natürlich auch die bekannten anderen Funktionalitäten. Genau, hier sehen wir die Weltzeit, die Alarmfunktion. Hier habt ihr die Möglichkeit, bis zu 5 Tagesalarme einzustellen. Und die Stoppuhr. Und dann gibt es noch als letztes eine Timer-Funktion, die ihr hier ohne die Uhr zu koppeln quasi nutzen könnt. Über die Bluetooth-Funktion, wenn ich jetzt hier länger drücke, kann man die Uhr quasi mit dem Handy verbinden. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich persönlich benötige diese Funktionen jetzt auch nicht. Man kann für das erste einstellen, das ist ganz empfehlenswert, das habe ich auch gemacht. Damit lässt sich die heimische Zeitzone ganz gut einstellen, direkt auf dem Smartphone. Ja, sonst kann man noch die Anzeige der Weltzeit, also seine favorisierten Zeitzonen kann man sich belegen auf dem Handy. Das geht dann tatsächlich auch ganz gut und wahrscheinlich ein bisschen besser, als wenn man es hier auf der Uhr selber machen würde. Dann gibt es noch eine Phone Finder Funktion. Wie die genau funktioniert, habe ich ehrlich gesagt noch nicht recherchiert. Ich persönlich, ja, bin da jetzt nicht so der Riesenfan davon. Also ich hätte jetzt auch kein
kein Bluetooth-Modul oder keine Bluetooth-Funktionalität an dieser Uhr gebraucht. Das war jetzt nicht das Kaufkriterium. Ja, vielmehr war das Kaufkriterium dieser wirklich schöne Look der Uhr. Wir haben hier ein massives Edelstahlgehäuse. Also hier ist wirklich kein Plastik bzw. Resin verbaut wie bei ja, anderen G-Shock-Modellen, die man so kennt. Was der Uhr einfach einen viel hochwertigeren Look verleiht. Das Armband ist wirklich auch ganz schön gemacht. Hat hier so Verschlüsse, die sich über so ein, beziehungsweise keine Verschlüsse, sondern integrierte Federstege, die man mit so einem Uhrmacherwerkzeug dann ganz leicht lösen kann auf beiden Seiten. Was heißt ganz leicht? Also man muss natürlich schon wollen. Das verstellt sich jetzt nicht oder löst sich nicht von alleine, aber es geht wirklich relativ easy und so lässt sich das Band dann ganz gut anpassen. Darüber hinaus habt ihr hier dann auch noch an der Schließe 4 Feinverstellungsmöglichkeiten der Uhr. 1, 2, 3, 4. Ich habe es jetzt hier an der 3. Position gerade. Die Schließe an sich macht einen guten Eindruck. Man hat hier zwar so ein leichtes Spiel, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann. Aber wenn man da noch was Hochwertigeres möchte, dann muss man einfach wahrscheinlich noch mehr Geld in die Hand nehmen, sage ich mal. Dann haben wir hier noch das G-Shock-Logo eingestanzt. Sieht auch ganz schön aus. Und ja, insgesamt ist die Uhr wirklich sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Gerade im Gehäuse macht es einfach einen tollen Eindruck, diese polierten Flächen, die natürlich dann auch ja, früher oder später Kratzer anziehen werden. Das ist ja wirklich quasi Spiegelglanz hier, diese Optik. Ich hoffe, dass die Kamera das einfangen kann. Also es funkelt wirklich sehr toll, diese Uhr. Gerade im Sonnenlicht, gestern habe ich es gesehen, blitzt und glänzt es. Also es ist schon ein Hingucker und ja, macht wirklich einen tollen Eindruck. Gerade auch als der Kontrast hier von den hochglanzpolierten Elementen am Gehäuse und dann die ja, leicht gebürstelte Lünette hier mit dem G-Shock-Logo hier unten. Das macht einfach wirklich optisch einiges her. Sieht toll aus. Und auch am Arm muss ich sagen, trägt sich die Uhr sehr angenehm. Ups. Also ich habe ein relativ schmales Handgelenk. Ich glaube, es sind so circa 17,5 cm. Kleinen Moment. So, das mal gerade. Und trotzdem trägt sich die Uhr, wie ich finde, nicht zu groß. Ganz im Gegenteil, also sie wirkt relativ schmal und kompakt für eine G-Shock vor allen Dingen. Wir können das Ganze ja auch nochmal spaßeshalber, ja, muss ich nochmal hier rumkommen, spaßeshalber messen. Wir haben hier eine Gehäusebreite bzw. einen Gehäusedurchmesser von 43,4 mm und einen Lack-to-Lack-Abstand von nee, das ist nicht ganz. Das ist ein bisschen schwer zu messen hier bei dem Modell. Ja, handgemessene 48. Ich glaube, offiziell sind es ein bisschen mehr. 48,1 mm habe ich jetzt hier gemessen. Dadurch, dass diese beiden Bandelemente hier, die unteren, das und das, fest integriert sind, stehen die auch so ein bisschen über und ja, erhöhen den Hornabstand dann so ein bisschen. Aber die Uhr trägt sich trotzdem auch für schmalere Handgelenke wirklich sehr angenehm, trägt nicht zu dick auf. Das war so ein bisschen meine Sorge, muss ich sagen, dass ich dachte, oh mein Gott, die ist vielleicht viel zu groß. Weil im Vergleich dazu, das ist so ein Modell, was ich auch noch in meiner Sammlung habe, die ist dann deutlich wuchtiger. Ne? Also
das hier ist dann wirklich ein richtiger Klopper am Arm, obwohl die auch noch im Vergleich zu anderen Modellen relativ schmal ist. Deswegen dachte ich, dass das Star-Modell vielleicht auch ein bisschen zu dick aufträgt, aber dem ist wirklich überhaupt nicht so. Ist ja für eine G-Shock fast schon elegant, also trägt sich fast schon elegant. Vielleicht die Dresswatch unter den G-Shocks, so würde ich es mal vorsichtshalber, was heißt vorsichtshalber, vorsichtig formulieren. Ja, ist natürlich trotzdem keine Dresswatch im klassischen Sinne, aber lässt sich trotzdem vielleicht auch zu einem Hemd oder auch zu einem Abend-Outfit. Ich würde es jetzt nicht unbedingt zum Anzug tragen oder so, aber ja, vielleicht auch, warum nicht? Also es ist ein schöner Hingucker, der vielleicht auch elegantere Outfits ein bisschen auflockern kann und sich natürlich aber auch sonst zu sportlichen Outfits im Büro und auch im Büroalltag sehr gut machen wird. Und ja, ich freue mich schon darauf, die Uhr bald im Alltag tragen zu können, beziehungsweise ab jetzt tragen zu können im Alltag. Und werde euch dann auch nochmal meine Langzeiterfahrung damit mitteilen. Genau, ich wollte noch kurz auf die Smartphone-Funktion eingehen. Da habt ihr neben den Einstellmöglichkeiten auch noch einen Phone Finder, womit ihr quasi einen Signalton auf eurem Handy abspielen lassen könnt, damit ihr wisst, wo das Handy sich befindet. Funktioniert natürlich nur bei bestehender Bluetooth-Funktion. Also wenn beide Geräte miteinander gekoppelt sind, das heißt Geräte, die Uhr und das Handy, dann gibt es noch die Möglichkeit, den Timer und die Alarme am Handy einzustellen. Die werden dann mit der Uhr synchronisiert. Ist wahrscheinlich ein bisschen bequemer, als es an der Uhr direkt einzustellen. Die meisten, wenn man ganz ehrlich ist, werden die ganzen Timer und Alarme, Tagesalarme in der Regel auch nicht nutzen. Also ich persönlich habe es noch nie genutzt bei meinen vorherigen G-Shock-Modellen. Die einzige Funktion, die ich dann wirklich auch regelmäßig mal nutze, das ist die Stoppuhr. Ne? Also das finde ich, nutzt man schon mal ab und zu. Sei es, wenn man irgendwie eine Runde laufen geht, um die Zeit zu messen oder ja, um zu gucken, wie lange der Teebeutel schon zieht oder sonst was. Dafür finde ich es immer ganz praktisch. Kann man natürlich dann auch den Timer für nutzen, wenn man irgendwie zum Beispiel was kochen möchte oder sonst was. Genau. Ja, diese Einstellmöglichkeiten gibt es mit der Smartphone-App und diese Phone Finder-Funktion, wie gesagt. Dann hat man noch die Möglichkeit, wenn man diesen Knopf drückt, wenn die Uhr verbunden ist, die aktuellen Koordinaten zu speichern, falls man dann vielleicht irgendwie einen tollen Aussichtspunkt gefunden hat und den speichern möchte, wirklich auf das Grad genau. Funktioniert natürlich auch nur, wenn das Handy Netzempfang hat, beziehungsweise GPS-Empfang. Dann kann man den mit einem kurzen Druck auf die Taste hier speichern, sich diese Koordinaten. Ja, ist ein nettes Gimmick, aber würde ich jetzt im Alltag auch nicht vermissen, wenn es das nicht gäbe, sagen wir es mal so. Ja, alles in allem, so als Ersteindruck eine wirklich tolle Uhr, sehr gelungen. Ich persönlich würde jetzt keine 550 Euro UVP dafür ausgeben, sonst kostet sie, glaube ich, so um die 500. Finde ich tatsächlich auch noch sportlich dafür, also es ist okay der Preis, aber ja, viel, viel teurer dürfte sie dann aus meiner Sicht auch nicht sein. 2 Kritikpunkte gibt es, und zwar ist es zum einen das fehlende Saphirglas. Hier verbaut Casio leider nur ein Mineralglas. Da hätte ich mir gerade für den in der Price Range, doch schon Saphirglas gewünscht, muss ich sagen. Das findet man dann bei den höherpreisigen Modellen aus der MTG-Serie, glaube ich, oder MRG, ich weiß es nicht genau. Da gibt es ein ähnlich aussehendes Modell, wo das Armband dann und das Gehäuse komplett aus Titan gefertigt sind und das Glas dann dementsprechend auch
aus Saphirglas besteht. Kostet dann aber auch ja, das 5- oder 6-fache, ich glaube 3.000 oder 3.500 Euro sogar. Das ist dann natürlich schon mal nochmal eine ganz andere Preiskategorie, eine ganz andere Preisrange, von der wir dann da reden. Hier könnt ihr nochmal einen Blick auf den Gehäuseboden werfen, da sieht man auch nochmal die ganzen Funktionalitäten der Uhr aufgelistet. Und ja, ich muss sagen, wie gesagt, alles in allem eine wirklich schöne Uhr, sehr gelungen, trägt sich sehr angenehm, schönes Band und gerade wenn man die Möglichkeit hat, sie ein bisschen günstiger zu schießen im Angebot, denke ich, ja, gerade für G-Shock-Liebhaber ein tolles Stück, mit dem man sicherlich über viele Jahre viel Freude haben wird. Genau. Ach so, was es noch zu sagen gibt, ist, dass bei dem Modell die Ablesbarkeit des LCD-Displays verbessert wurde. Hier sieht man zum Beispiel, dass bei dem älteren Modell, was aber die Anzeige von vielen anderen LCD G-Shock-Modellen auch hat, beziehungsweise das gleiche LCD-Panel, wird immer noch verkauft. Da ist einfach das Problem, dass man bei anderen Blickwinkeln ja, die Uhrzeit bzw. die Anzeige nicht mehr so optimal sehen kann, finde ich. Und das ist jetzt bei dem neuen Modell deutlich besser geworden. Hier hat Casio auch eine eigene LCD-Technologie oder beziehungsweise es wird einfach ein anderes LCD-Panel verbaut, was deutlich kontraststärker ist. Und das tut der Uhr auch sehr gut, finde ich. Und hebt es auch nochmal so ein bisschen von den Standard G-Shock-Modellen, die dann zu günstigeren Preisen erhältlich sind, ab. Und ja, genau, das ist der eine Kritikpunkt. Ne, Kritikpunkte hatte ich schon. Beziehungsweise ich wollte noch einen ergänzen. Neben dem fehlenden Saphirglas ist es die leider fehlende Akkustandsanzeige. Den Akkustand, beziehungsweise ja doch Akkustand, ist ja ein wieder aufladbarer Akku. Den kann man leider nur über die Smartphone-App sehen. Bei den alten, oder was heißt bei den alten Modellen, bei anderen Modellen kann man es zum Beispiel hier oben in dem Kreis dann sehen. Hier sieht man dann, ob der Akkustand High, Medium oder Low ist. Hier gibt es dann nur eine Warnung, wenn der Akkustand mal wirklich schwach ist, leuchtet dann hier, da wo jetzt das Datum steht, aktuell Low auf. Finde ich ja ein bisschen schade, weil ich mir wünschen würde, dass man das auch ohne Smartphone-Kopplung auf die Schnelle sehen könnte, den aktuellen Batteriestatus. Aber ja, das sind so die zwei einzigen Kritikpunkte, die mir bisher aufgefallen sind. Zum einen das fehlende Saphirglas und dann die fehlende Akkustandsanzeige.